Als die 25-jährige Karin Strom in ihrem Haus in Woodcross, Utah, ermordet und erwürgt aufgefunden wurde, waren die Einwohner der Stadt schockiert. Es war der erste Mord in der Geschichte ihrer kleinen Stadt. Bald hatte die Polizei einen Hauptverdächtigen, auf den die Beweise hindeuteten. Die Ermittler konnten jedoch seine Schuld nicht beweisen. Der Fall blieb fast 30 Jahre lang ungelöst, aber dank der Hartnäckigkeit der Polizei und DNA-Untersuchungen wurde schließlich doch Gerechtigkeit hergestellt und der Mörder hinter Gitter gebracht. Woodcross, Utah, war immer stolz darauf, die letzte Stadt in Amerika zu sein, in der es noch nie ein Gewaltverbrechen gegeben hatte. Die Menschen konnten frei auf den Straßen spazieren gehen, ohne um ihre Sicherheit fürchten zu müssen. Sie schlossen nicht einmal ihre Haustüren ab. Es war eine wirklich sichere Stadt. Das Gleiche galt für den gesamten Norden von Salt Lake City, wo Coco und Karin Salzgeiber ihr Leben begannen. Sie wuchsen in Bountiful, Utah, ganz in der Nähe von Woodcross auf. Für ein Kind, das in einer katholischen Familie in einer von Mormonen dominierten Region aufwuchs, konnte das Leben einsam sein. Aber die Schwestern verstanden es, sich gegenseitig zu unterhalten. Karin war nur 5 Jahre älter als Coco und seit ihrer Kindheit standen sie sich sehr nahe. Die Schwestern waren unzertrennlich, bis Karin in der Oberstufe Steve Strom kennenlernte. Als sie sich verliebten, war das Mädchen gerade einmal 17 Jahre alt. Steve war kein besonders gesprächiger Mensch und eher introvertiert, bis er Alkohol trank, der ihm Mut machte. In solchen Momenten wurde er wütend und sehr eifersüchtig. Zuerst mochte Coco Steve, aber nachdem sie gesehen hatte, wie er ihre Schwester behandelte, war sie gegen ihre Beziehung. Trotz Cocos Einwänden heirateten Karin und Steve nach dem Schulabschluss. Im Sommer 1973 zogen sie in ein kleines Mittelklassehaus in Woodcross. Beide verdienten ihr Geld mit ehrlicher Arbeit. Karin arbeitete in einer staatlichen Behörde und Steve als Mechaniker in der Nachtschicht in einer lokalen Flugzeugfabrik. Ihr Leben entsprach nach Meinung einiger dem amerikanischen Traum. Doch am 6. Juni 1980, nur wenige Tage vor ihrem 7. Hochzeitstag, ereignete sich eine schreckliche Tat. An diesem Tag ging ein Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. »Was ist los? Bitte beeilen Sie sich. Meine Frau wurde ermordet.« »Wie heißen Sie?« »Steve Strom, bitte.« Es war der erste Mord in Woodcross in der gesamten Geschichte der Stadt. Für die örtliche Polizei war es ein echter Schock. Trotz der kleinen Dienststelle waren sie gut darauf vorbereitet, mit dieser Situation umzugehen. Als der Mordkommissar Clarence Montgomery am Tatort eintraf, waren das Zimmer und das gesamte Haus abgesperrt. Die Sanitäter hatten das Opfer bereits untersucht und den Tod bestätigt. Steve Strom, der Mann, der die Polizei gerufen hatte, saß auf der Straße. Als er Clarence Montgomery zum ersten Mal sah, wirkte Steve sehr niedergeschlagen und war in Panik wegen dem, was mit seiner Frau passiert war. Seinen Angaben zufolge hatte er Karin zuletzt am Abend zuvor gesehen. Einer der Polizeibeamten befragte ihn und fand heraus, dass sie zusammen zu Abend gegessen hatten, woraufhin Steve zur Arbeit gegangen war. Der Mann fügte hinzu, dass Karin in Ordnung gewesen sei, als er gegangen war. Das änderte sich jedoch, als Steve nach seiner Nachtschicht nach Hause kam. Als er das Haus betrat, bemerkte er nichts, was ihn beunruhigen könnte. Das war so, bis er ins Schlafzimmer kam und seine Frau auf dem Boden liegen sah. Er untersuchte sie sorgfältig und stellte sofort fest, dass sie tot war. Daraufhin rief er sofort den Rettungsdienst. Die Ermittler befragten Steve weiter, während Kommissar Montgomery das Haus untersuchte. Er betrat das Schlafzimmer und sah Karin auf dem Boden liegen. Das Bett war ordentlich gemacht und im Zimmer stand ein Fernseher, der vom Schrank gefallen war. Er lag auf dem Boden und funktionierte noch. Auf dem Bett lagen mehrere Gegenstände, zerbrochen oder beschädigt, was auf einen Kampf hindeutete. Es war offensichtlich, dass Karin Strom verzweifelt um ihr Leben gekämpft hatte. Bei der sorgfältigen Untersuchung ihrer Leiche fanden die Experten zahlreiche Prellungen und Abschürfungen. Der Angriff war so brutal gewesen, dass die Haut an ihrem Hals verletzt war. Möglicherweise handelte es sich um Spuren von Fingernägeln oder anderen Gegenständen und an einigen Stellen blutete ihr Hals noch. Im Haus wurden keine physischen Beweise oder Spuren gefunden, die auf die Anwesenheit einer fremden Person hindeuteten. Es wurden keine Fingerabdrücke gefunden, die nicht von dem Ehepaar stammten. Die Ermittler konnten keine Beweise finden, die die Anwesenheit eines Angreifers bestätigten. Es gab keine Einbruchsspuren oder Anzeichen für einen Raubüberfall. Nichts. Die Nachricht von Karins Mord verbreitete sich schnell in der Stadt.
Coco und ihre Familie eilten sofort zum Haus der Stroms. Als sie Steve auf dem Bürgersteig sitzen sah, den Kopf in den Händen, dachte Coco sofort, dass er es doch getan hatte, dass er ihre Schwester getötet hatte. Wie sich bald herausstellte, war diese Meinung unter den Ermittlern aus Woodcross vorherrschend. Es stellte sich heraus, dass Steve ein Motiv hatte. Karin wollte ihn verlassen. Sie hatte die Scheidung eingereicht und war ausgezogen. Möglicherweise hatte der Mann die Kontrolle über sich verloren. Steve kooperierte bereitwillig mit der Polizei und gab zu, dass ihre Beziehung alles andere als ideal war. Sie hatten sich vor etwa 3 Monaten getrennt und es war das erste Mal, dass sie wieder Zeit miteinander verbrachten. Laut Steve hatten sie am Vorabend in einem Restaurant zu Abend gegessen, waren dann nach Hause gegangen und er sei um 12 Uhr nachts zur Arbeit gefahren. Er hoffte, dass sich ihre Beziehung wieder verbessern würde und erwartete, dass sie zu Hause sein würde, wenn er am Morgen zurückkam. Die Nachricht, dass sich die Beziehung des Paares verbessert hatte, kam für Coco überraschend. Die Frau erzählte, dass Karin einen Mann kennengelernt hatte, der in der Nähe ihres Hauses wohnte. Er behandelte sie wie eine Königin, und Karin erkannte, wie sehr sich das von der Art und Weise unterschied, wie Steve sie behandelte. Deshalb fasste sie den Mut, ihn zu verlassen. Trotz ihrer Entschlossenheit hatte sie Angst. Die Ermittler hofften, dass die Autopsie Licht in die Umstände bringen würde, die ihnen verborgen geblieben waren. Nach den Ergebnissen des Gerichtsmediziners wurde Karin erwürgt. An ihrem Körper wurden zahlreiche Blutergüsse, Abschürfungen und Kratzer im Halsbereich festgestellt, was darauf hindeutete, dass der Tod auf sehr brutale Weise herbeigeführt worden war. Es gab keine Anzeichen dafür, dass sie vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr hatte. Allerdings wurden an ihren Oberschenkeln und im Genitalbereich zahlreiche Blutergüsse festgestellt. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass der Tod zwischen 23 Uhr und 1 Uhr eingetreten war. Steve behauptete, er sei um 12 Uhr zur Arbeit gegangen, sodass er zum Zeitpunkt des Mordes zu Hause gewesen sein konnte. Montgomery konnte die Widersprüche in Steves Aussage nicht länger ignorieren und machte ihn zum Hauptverdächtigen. Der Grund dafür war, dass sie bereits seit etwa 3 Monaten getrennt lebten. Steve hatte einen üblen Charakter und war sehr eifersüchtig. Er behauptete, dass sie eine gute Beziehung hatten, aber das stimmte nicht. Karin hatte Angst, dass Steve ihr etwas antun könnte, wenn sie ihn verlässt. Dennoch reichte sie die Scheidung ein, weil sie die ständigen Konflikte nicht mehr ertragen konnte. Als Karin sich entschloss, die Ehe zu beenden, war vielen klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis etwas Schreckliches passieren würde. Gerüchte über häusliche Gewalt verbreiteten sich durch Erzählungen von Freunden und Familienmitgliedern über das turbulente Familienleben des Paares. Coco sah persönlich Spuren von Schlägen. Sie erzählte, dass Karin die blauen Flecken und Abschürfungen geschickt mit Make-up versteckte, aber sie bemerkte sie trotzdem. Nach fast 7 Jahren Ehe hatte Karin schließlich genug. Kurz vor dem Mord sprach sie mit ihrem Anwalt und bat ihn, die Scheidung zu beschleunigen. Steve sagte jedoch, dass er und Karin versucht hätten, ihre Beziehung zu retten und dass sie deshalb in der Nacht des Mordes in ihrem Haus gewesen sei. Trotz alledem wussten die Ermittler, dass der erste Verdächtige nicht immer derjenige ist, den sie suchen. Leider gab es nur sehr wenige Informationen, sodass die Ermittler beschlossen, einen Schritt zurückzutreten und alle Fakten noch einmal zu überprüfen, bevor sie weitermachten. Die Ermittler vermuteten, dass der Täter entweder beide kannte oder dass Karin ihn selbst ins Haus gelassen hatte, da keine Einbruchsspuren gefunden wurden. Auf diese Beschreibung passten viele Personen. Karin öffnete Fremden nicht die Tür. Sie hatte mehrere Freunde und Kollegen von Steve, denen sie die Tür hätte öffnen können, sowie ihren Freund, den sie ebenfalls hätte hereinlassen können. In jeder Dreiecksbeziehung gibt es logischerweise 3 Parteien. Könnte Eifersucht Tyler Schneck, Karins Freund, den Verstand vernebelt haben? Er erzählte den Ermittlern, dass er und Karin heiraten wollten. Er war es, der wollte, dass sie sich noch einmal mit Steve traf, weil er sich seiner Aussage nach vergewissern wollte, dass sie die Scheidung wirklich wollte. Nach mehreren Stunden Verhör und Überprüfung von Tylers Alibi wurde er von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Er behauptete, die ganze Nacht zu Hause verbracht zu haben, was die Ermittler bestätigen konnten. Der nächste auf der Liste war Steves Arbeitskollege Edward Evans. Die Ermittler besuchten die Fabrik, in der Steven und Ed arbeiteten. Steven erwähnte, dass Ed nicht da war, als er zur Arbeit kam, also sprachen die Ermittler mit dem Schichtleiter und überprüften das Anwesenheitsbuch. An diesem Abend ging Ed gegen 20 Uhr zum Abendessen und kehrte nicht mehr zur Arbeit zurück. Das war für einen Mitarbeiter des Monats ein ungebührliches Verhalten.
Allerdings hatte er ein überzeugendes Alibi. Er sagte, er sei in einer Bar in der Nähe ihres Arbeitsplatzes gewesen. Dort habe er mit einigen Freunden etwas getrunken und sei gegen 2 Uhr morgens nach Hause gegangen. Die Freunde, die an diesem Abend mit ihm zusammen waren, bestätigten sein Alibi. Wenn die Todeszeit tatsächlich zwischen 23 Uhr und 1 Uhr lag, war Ed unschuldig. Obwohl Ed zu diesem Zeitpunkt mehrere Kratzer hatte, die die Ermittler etwas verwirrten, fanden sie keine ausreichenden Gründe, ihn zu verdächtigen. Er arbeitete an einer Drehmaschine und hatte mit Metallspänen zu tun. Sein Schichtleiter sagte, dass sie oft Schnittwunden an den Händen hätten, manchmal aufgrund der Metallspäne. Als ob das noch nicht genug wäre, um Ed Evans zu entlasten, fanden die Ermittler keine Hinweise darauf, dass er eine Beziehung zu Karin hatte. Sie fanden keine Gründe, warum er zu ihr nach Hause gekommen sein könnte, um sie zu töten. In den folgenden 2 Monaten wurden mehrere weitere Verdächtige befragt und von der Liste gestrichen. Sie blieben jedoch weiterhin unter Beobachtung. Nur für den Fall wollten die Ermittler so viele Beweise wie möglich sammeln, und deshalb wurden von allen Personen, die Karin in ihre Wohnung gelassen hatte, DNA-Proben genommen. Bald kam die Untersuchung wieder auf Steve Strome zurück. Das Motiv für seine Tat war Eifersucht. Karin hatte tatsächlich vor, ihn zu verlassen. An diesem Tag hatte sie ihren Kollegen gesagt, dass sie Steve ihre endgültige Entscheidung mitteilen wolle, sich von ihm scheiden zu lassen. Die forensischen Beweise ließen keinen Zweifel zu. Die Ermittler konnten keine Hinweise darauf finden, dass sich außer dem Ehepaar noch jemand anderes im Haus aufgehalten hatte. Steve beharrte jedoch weiterhin auf seiner Unschuld. Um seine Unschuld zu beweisen, wurde ihm angeboten, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Steve beantwortete nicht alle Fragen ehrlich, und das war der letzte Tropfen. Die Ermittler sammelten alle verfügbaren Beweise und legten sie dem Bezirksstaatsanwalt vor. Dieser prüfte die Beweise und kam zu dem Schluss, dass sie ausreichten, um einen Haftbefehl gegen Steve zu erlassen. Dieser Haftbefehl wurde am 12. August 1980, 2 Monate nach dem Mord an Karin Strome, ausgestellt. Steve Strome wurde wegen Mordes verhaftet. Die Ermittler bereiteten sich sorgfältig auf den bevorstehenden Prozess vor. Die Aussagen, die Karin ihren Freunden gemacht hatte, sowie die blauen Flecken, die sie ihren Freundinnen gezeigt hatte, wurden den Akten beigefügt. Die Ermittler hatten jedoch auch zahlreiche Indizienbeweise, die nach Ansicht des Richters zu unzuverlässig waren. Der Richter ignorierte sie, und Steve Strome wurde mangels ausreichender Beweise freigelassen. Der Bezirksstaatsanwalt befürchtete, dass dies den Fall so sehr schwächen könnte, dass sie irgendwann alle Anklagepunkte fallen lassen müssten. Zur gleichen Zeit überprüfte die Polizei von Woodcross weiterhin alle möglichen Spuren. Die Ermittler sammelten sorgfältig alles, was mit dem Mord zu tun hatte, darunter Fotos vom Tatort, Blutproben der Verdächtigen, Kleidung und Fingernägel, die Karin selbst abgeschnitten hatte. Sie wollten alle Beweise aufbewahren. In der Zwischenzeit verband Steve Strome nichts mehr mit Woodcross, und er verließ schließlich die Stadt. Aber auch nach seinem Umzug wollte Montgomery ihn nicht vergessen. Er hatte immer das Gefühl, dass Steve etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun hatte. 25 Jahre vergingen. Clarence Montgomery ging in den Ruhestand und der Fall wurde endgültig zu den Akten gelegt. Doch 2006 beschloss sein Nachfolger Brad Benson, sich mit Fällen zu beschäftigen, die als ungelöst galten. So kam er auf den Fall Karin Strome und begann ihn zu durchforsten. In den folgenden Wochen studierte er sorgfältig die Unterlagen zum Mord an Karin Strome. Ihm standen Polizeiberichte, Fotos und zahlreiche Beschreibungen der am Tatort gesammelten Beweise zur Verfügung. Außerdem hatte er zahlreiche Blut-, Speichel- und Haarproben, die sowohl von der Leiche des Opfers als auch von zahlreichen Verdächtigen genommen worden waren. Benson setzte seine Hoffnungen auf die DNA-Proben, da die Forschung auf diesem Gebiet seit den 80er Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hatte. Er schickte alle Proben an ein privates DNA-Labor, um die notwendigen Untersuchungen durchzuführen. Der Prozess dauerte einige Zeit. Die Forscher waren sich immer noch nicht sicher, ob sie irgendwelche brauchbaren Informationen erhalten würden. Sie gingen davon aus, dass, wenn die Proben DNA enthielten, diese Steve Strome gehören musste. Gleichzeitig versammelte Benson alle Zeugen und Verdächtigen in diesem Fall. Die meisten von ihnen waren für eine Zusammenarbeit und erklärten sich bereit, nach Utah zurückzukehren, um ihre Aussagen zu bestätigen. Darunter auch Steve Strome selbst. Als Benson Steve mitteilte, dass er den Fall wieder aufgenommen hatte, reagierte dieser, als hätte die Polizei beschlossen, ihn erneut zu verfolgen. Und Steve hatte mit seinen Befürchtungen recht. Benson glaubte, dass er der Mörder war,
da er den Ruf eines trinkenden und gewalttätigen Ehemanns hatte. Die Polizei wollte jedoch auch mit Ed sprechen, dem ehemaligen Arbeitskollegen von Steve. In den Berichten wurde angegeben, dass Ed und Steve befreundet waren. Sie arbeiteten zusammen an derselben Maschine und Steve sprang oft für Ed ein, wenn dieser abwesend war. Benson fand heraus, dass Ed Ewens sich zu diesem Zeitpunkt in Nord-Virginia aufhielt. Er fragte Ed, ob er bereit sei, nach Utah zurückzukehren, um seine Aussage aus dem Jahr 1980 zu bestätigen. Ed versicherte ihm, dass er nächste Woche kommen könne. Benson dachte ununterbrochen darüber nach, wie sich alles zusammenfügte, bis die nächste Woche kam. Ed war aus seinem Haus verschwunden und hatte seiner Frau einen Zettel hinterlassen, der wie ein Abschiedsbrief aussah. Die Ermittler fanden heraus, dass er mit dem Taxi zum Flughafen gefahren war und nach San Antonio, Texas, geflogen war. Von dort aus nahm er einen Bus nach Ciudad Juárez in Mexiko. Aber was könnte einen unschuldigen Mann dazu bringen, mitten in der Nacht aus dem Land zu fliehen? Die Polizei von Woodcross war entschlossen, das herauszufinden. Als die DNA-Analyseergebnisse aus dem forensischen Labor eintrafen, fügte sich alles zusammen. Die Experten konnten nicht nur identifizierbare DNA aus Karins Überresten gewinnen, sondern auch die DNA ihres mutmaßlichen Mörders. Der größte Teil der DNA, die unter Karins Fingernägeln gefunden wurde, stammte von Ed Evans. Brad Benson war überrascht, als er diese Ergebnisse erhielt, da er kein Motiv für Eds Tat finden konnte. Die DNA, die unter Karins Fingernägeln gefunden wurde, war eine Kombination aus Evans Haut und seiner Samenflüssigkeit, was auf eine mögliche sexuelle Tat als Motiv hindeutete. Soweit sich alle erinnern konnten, kannten sich Ed und Karin nur flüchtig. Sie hatten sich einige Male getroffen, um ihre freundschaftlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Die Ermittler fanden heraus, dass Steve, Ed und ihre Frauen gemeinsam einen Picknickausflug unternommen hatten, aber damit endete ihre gemeinsame Zeit. Angesichts der neuesten Erkenntnisse überprüften die Ermittler erneut alle Zeugenaussagen, die im Rahmen der Ermittlungen im Jahr 1980 gemacht worden waren. Unter ihnen waren mehrere Arbeiter, die Ed am Tag nach Karins Tod gesehen und die Kratzer an seinem Gesicht und seinen Händen bemerkt hatten. Glücklicherweise hatten die Ermittler, die damals die Ermittlungen führten, vorsichtshalber Fotos von diesen Kratzern gemacht. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Kratzer auf dem Körper des Mannes von Karin Strom stammten. Sie nutzten diese Information, um einen Haftbefehl gegen ihn zu erwirken. Doch Ed befand sich in Mexiko. Es dauerte einige Zeit, bis er gefunden wurde. Benson beschloss, sein Alibi erneut zu überprüfen. Am Abend von Karins Mord gegen 20 Uhr verließ Ed seine Arbeit und ging in eine Bar. Dort war er in Begleitung mehrerer Kollegen, was sein Alibi bestätigte. Benson kontaktierte jedoch erneut die Personen, die in dieser Bar gewesen waren. Sie vermuteten, dass Ed unbemerkt verschwunden sein könnte. Der letzte Tropfen war seine zweifelhafte Vergangenheit. Die Ermittler erfuhren von weiteren Fällen, in denen Ed strafrechtlich verfolgt worden war. In den Anklageschriften waren Frauen und Gewalt aufgeführt. Und obwohl er 1973 von einem geschworenen Gericht in Kalifornien freigesprochen worden war, behauptete sein Opfer weiterhin, dass Ed Evans der Mann war, der sie sexuell angegriffen versucht hatte, sie zu erwürgen und mit einem Messer zu stechen. 8 Tage nach Ed Evans' Flucht konnte die Polizei ihn finden und festnehmen. Im Januar 2008 fand die erste Gerichtsverhandlung statt, in der die Verteidigung argumentierte, dass die gefundene DNA kein Beweis für seine Beteiligung an dem brutalen Mord sei. Sein Anwalt behauptete, dass sein Mandant und Karin eine Affäre hatten. Seinen Angaben zufolge hatten sie an diesem Tag ein Date, bei dem sie intim wurden. Aus diesem Grund, so der Anwalt, befand sich Evans' Sperma unter den Fingernägeln von Karin Stroms rechter Hand. Das war eine schockierende Entdeckung, die Benson damals nicht widerlegen konnte, weshalb er einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens stellte. Seine Strategie bestand darin, Antworten auf die von der Verteidigung vor Gericht aufgeworfenen Fragen zu finden und dann das Verfahren gegen Ed Evans wieder aufzunehmen und ihn des Mordes an Karin Strom anzuklagen. Zunächst musste der Ermittler feststellen, ob die Behauptung über eine Affäre zwischen Ed und Karin unbegründet war. Alle physischen Beweise, die am Tatort gefunden wurden, Karins Blut, die Verletzungen an ihrem Gesicht und Körper, die Abschürfungen an ihrem Hals, die Kratzer an Ed Evans, deuteten darauf hin, dass das Argument der Verteidigung, es habe sich um ein Rendezvous gehandelt, eine Lüge war. Aber wie konnte man das beweisen?
Eines der Ziele des Teams der Staatsanwaltschaft war es, zurückzugehen und alle verfügbaren Beweise erneut zu überprüfen. Es war eine lange und gründliche Untersuchung, aber bald wurden ihre Bemühungen belohnt. Das Team der Staatsanwaltschaft bemerkte auf einem der Fotos kleine Flecken auf der Unterwäsche von Karin Strohm, die sie in der Nacht des Mordes getragen hatte und die verdächtig nach Blut aussahen. Ihre Unterwäsche wurde zur Untersuchung an ein kriminaltechnisches Labor geschickt. Dieser Prozess dauerte 8 Monate. Im September 2008 erfuhren die Ermittler, dass das Blut auf Karins Unterwäsche mit den Blutproben von Ed übereinstimmte. Dieser Beweis bedeutete, dass es einen Kampf zwischen Karin und Ed gegeben hatte und dass sein Körper Verletzungen aufwies. Nun konnten die Staatsanwälte das Verfahren gegen Ed Evans wieder aufnehmen. Im Fall des Staates Utah gegen Edward Louis Evans haben wir, die Geschworenen, unser Urteil gefällt und befinden den Angeklagten Edward Louis Ounce für schuldig. Nach einem einwöchigen Prozess wurde Ed des Mordes 1. Grades für schuldig befunden. Im Jahr 1980 konnte in Utah für Mord eine Strafe von 5 Jahren Freiheitsentzug bis zu lebenslanger Haft verhängt werden. Einfach ausgedrückt musste Ed für sein Verbrechen eine 5-jährige Haftstrafe verbüßen. Das Gericht musste sich auf die Gesetze stützen, die im Jahr 1980 galten, als der Mord begangen wurde, und nicht auf die, die heute gelten. Deshalb konnten die Ermittler nur noch einmal den Richter an die zahlreichen Beweise erinnern, die sie gegen Ed hatten. Um eine harte Strafe zu erreichen, wollten sie außerdem Karins Schwester bitten, sich mit Eds Opfer aus Kalifornien anzufreunden. Die Ermittler hofften, dass diese Frau dem Richter erzählen würde, was Ed ihr 1973 angetan hatte, und zeigen würde, wie sehr dies dem Schicksal von Karin ähnelte. Alles war sorgfältig geplant, aber die Verteidigung bereitete ihre Antwort vor. Der Anwalt des Mannes erklärte vor Gericht, dass diese Frau nichts sagen müsse, da Ed ein Geständnis ablegen werde. Und tatsächlich gestand der Mann den Mord, aber nicht einen gewöhnlichen. Ed erklärte, dass er Karin Strohm getötet habe, aber als Auftragsmörder. Und laut seinen Aussagen war der Mann, der ihn dafür angeheuert hatte, kein geringerer als Steve Strom. Er habe beschlossen, sie nicht zu töten. Er habe sie nur warnen wollen, aber sie habe angefangen, ihn zu schlagen, und er habe ihr gesagt, dass Steve ihren Tod wolle. Sie habe weiter auf ihn eingeschlagen, und er habe sie am Hals gepackt, um sie aufzuhalten. Das Nächste, an das er sich erinnere, sei, wie sie ihm aus den Händen gerutscht und zu Boden gefallen sei. Sie war tot. Es war eine zweifelhafte Geschichte, aber sie musste dennoch überprüft werden, und der Richter vertagte die Urteilsverkündung, bis die Umstände geklärt waren. Die Ermittler nahmen die Ermittlungen gegen Steve Strom wieder auf, um Beweise dafür zu finden, dass es sich um einen Auftragsmord handelte. Im Laufe der erneuten Ermittlungen bestätigten sie jedoch ihre früheren Schlussfolgerungen. Ed hatte sie aus sexuellen Motiven getötet und nicht, weil Steve Strom ihn zu dieser Tat gezwungen hatte. Die Ankläger bezeichneten diese Geschichte als letzten verzweifelten Versuch eines verzweifelten Mannes. So sahen es auch alle Beteiligten. Letztendlich wurde Ed Evans zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung verurteilt. Seine erste Anhörung zur vorzeitigen Entlassung ist für 2032 angesetzt. Bis dahin wird er 82 Jahre alt sein und möglicherweise nie wieder auf freien Fuß kommen. Anhand der Beweise konnten die Ermittler alle Teile des Puzzles zusammenfügen und nachvollziehen, wie sich der Mord ereignet hatte. Am Abend des 5. Juni 1980, gegen 20 Uhr, verließ Ed seine Arbeit und ging mit seinen Kollegen in eine Bar. Anstatt jedoch zu seinem Arbeitsplatz zurückzukehren, begab er sich zum Haus von Karin Strohm und beging dort den Mord. Die Ermittler vermuteten, dass Karin, ohne es zu bemerken, die Tür offen gelassen hatte, sodass Ed das Haus betreten konnte. Sie reagierte nicht auf seine Annäherungsversuche, woraufhin er versuchte, sie zu vergewaltigen. Karin wehrte sich. Sie schlug und kratzte ihn. Daraufhin packte er sie am Hals und würgte sie. Danach verließ er das Haus und genoss weiter sein Leben. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.